Gestern haben wir uns also die Frage gestellt, haben wir Sehnsucht nach Deutschland? Ich weiß gar nicht, wie das aufkam. Ich glaube, Anam hat mich gefragt, was fehlt dir denn? Und aus mir brach es spontan heraus, deutsche Radwege. Oder vielleicht auch Wanderwege, von mir aus auch in Österreich oder der Schweiz. Ja, das gibt einfach Dinge, die gibt es nur dort und die gibt es hier nicht. Dafür gibt es hier andere viele Vorteile. Kurzum, ich glaube, Anam hat es eben schon gesagt, Paraguay ist nicht für jedermann. Wir sind am 11. Mai gelandet, genau vor 5 Jahren kamen wir hier an, mit Koffern in der Hand und einem Hund. Und wir haben es bisher immer noch nicht bereut. Jetzt werde ich mal den Anam suchen, fragen, ob er Sehnsucht nach Deutschland hat. Anam ist ziemlich busy hier. Es wird ein Regal geschweißt. Kann ich dich mal was fragen? Hast du Sehnsucht nach Deutschland? Das fragst du mich jetzt, wo ich hier am Arbeiten bin. Ich muss erst mal noch gucken, ob das noch ins Video kommt. Ich bin nicht geduscht, nicht rasiert. Ich bin hier am Schleifen und Schweißen hier mit meinem Kompagnon. Ach komm, schon. Eins nach dem anderen. Nochmal die Frage. Ob du Sehnsucht nach Deutschland hast? Wir haben uns doch gestern drüber unterhalten. Also Sehnsucht nicht wirklich. Also für mich ist Zurückziehen aktuell völlig ausgeschlossen. Ich freue mich, Deutschland zu besuchen, dort als Besucher da zu sein, nicht angemeldet zu sein, gar nichts mit dem System, wenig zu tun zu haben. Ja, da sind die herrliche Gastronomie, der Mainzer Markt, die schönen Kneipen, die Weinstuben und natürlich die tollen Restaurants und die Freunde und die Bekannte, die wir da besuchen. Ja, auch der Wald, auch die Radwege, alles super. Aber alles in eine Waage geworfen. Nee, ich bleib hier. Okay. Und hier so? Wie geht's weiter bei uns so? Vielleicht ganz kurzes Update. Also hier so ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Das Sand muss einem schon irgendwie liegen. Aber wenn man sich ein bisschen eingruft, ich finde es hervorragend. Ich komme hier super zurecht. Und was so ansteht, was steht denn so an? Ja, unsere Solaranlage wird jetzt die nächsten Tage angeschlossen, freuen wir uns sehr drauf. Und was steht denn noch an? Pool, Sauna, gut essen gehen, lesen, mit den Hunden spielen. Wie sieht's aus im Paseo bei Jena, unserem neuen Bauabschnitt? Ja, unsere ist relativ schnell ausverkauft. Da sind jetzt, glaube ich, ja, wir haben kein Grundstück mehr übrig. Ich glaube, es sind nur noch 2 übrig jetzt oder werden im Dorf verkauft. an sich, im Dorf. genau. Ja. Und dann ist erstmal wieder Listo. Dann ist alles erschlossen und fertig. Gut. So, Ja, unsere 2 Begleiter immer dabei. so Satelliten. So 2 Satelliten. In der Zwischenzeit wird bei uns der Garten auf Vordermann gebracht. Jetzt ist es nicht mehr so heiß und man kann mal ein bisschen alles sauber machen. Hier sind frische Papayas gepflanzt worden. Ich hoffe, dass es nicht nur Männchen sind. Die letzten mussten wir alle wieder rausreißen. Und hier sind Canu und Cristobal total fleißig, weil hier wird jetzt alles schön sauber gemacht. Hola Canu! Und Kartoffeln sollen hier gepflanzt werden. Ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann. Es ist alles so ein bisschen gegen die Sonne. Der Flaschenbaum wächst fleißig und hat richtig schöne, viele Stacheln. Das gefällt mir richtig gut. Der ist jetzt 2 Jahre alt. Den haben wir mal von Sarah und Martin geschenkt bekommen. Also der ist eigentlich schon älter, aber ich habe ihn lange nicht umgetopft. Und jetzt ist er seit circa 2 Jahren in der Erde. Und hier kann man mal meinen zugewucherten Garten sehen. Das sind alles Himbeeren. Und da hinten, das ist alles Basilikum. Und der steht jetzt als nächstes auf der To-Do-Liste. Kann man nämlich endlich mal im Garten wieder arbeiten, ohne zu zerschmelzen bei 40 Grad. Ja, und was ist sonst noch so los bei uns? Anam hat es, glaube ich, eben auch kurz erwähnt. Und vielleicht hört man da unten den Bagger ganz entfernt.
Das ist in unserem Paseo Baena Bauabschnitt. Der Einfachheit halber heißt er einfach Paseo Uno und es gibt auch noch ein Paseo Dos. Und unser Paseo Uno ist jetzt ausverkauft. Das ging relativ schnell, hat uns sehr gefreut. Und die ersten Baustellen werden jetzt gerade dort eingerichtet und deswegen hört man auch den Bagger da hinten. Oh yes! Das liebe ich ja immer, wenn LKWs abgeladen werden. Ja, mal wieder wollte ich den Bagger abfangen, der heute Morgen fleißig war und zu hören war. Aber ich glaube, da wird jetzt Mittag gemacht. Aber wir sind jetzt schon das erste Mal mit den Hunden unterwegs. Hier muss natürlich noch begradigt werden und verdichtet werden und so. Aber es wird. Da freuen wir uns sehr, dann auch bald neue Nachbarn begrüßen zu können. Ansonsten sind noch 2 Grundstücke frei. Das sind Nachbarn, die ihre Grundstücke weiterverkaufen, mitten im Dorf, also schon richtig mit gewachsener Nachbarschaft. Wer Interesse hat, kann sich dazu auch gerne bei uns melden, kann ich dann gerne weiterleiten, die Anfrage. Wir haben viele Ups und Downs inzwischen hinter uns, viel erlebt, viel Erfahrung gesammelt. Und wenn mich jemand fragen würde, würdest du es wieder tun? Ich denke, ich würde sagen, ja. Vielleicht würde ich die ein oder anderen Dinge justieren oder andere Stellschrauben einstellen, aber im Großen und Ganzen ja, ich würde es wieder tun. Und ich muss noch erzählen, wir hatten jetzt gerade eine Anfrage, ich glaube gestern war es, per E-Mail von Leuten, die nach Paraguay kommen wollen. Und ich musste irgendwie so grinsen, weil die haben das so gut ausgedrückt. Die haben im Grunde gesagt, wir lieben den europäischen Lifestyle, aber wir müssen zu viel Kompromisse eingehen inzwischen, um den aufrechterhalten zu können oder zu wollen. Und außerdem wissen wir auch nicht, wie lange wir uns den noch leisten können. Also diese 2 Sätze, finde ich, fassen sehr gut zusammen, was ich über die Situation in Europa denke. Dennoch habe ich gestern in meiner etwas melancholischen Stimmung eine kleine Hommage gemacht an unseren letzten Deutschlandbesuch. Das ist jetzt so ungefähr 7, 8 Monate her. Eventuell steht auch dieses Jahr noch mal ein neuer Deutschlandbesuch an. Ich weiß nicht, ich schätze danach, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ich glaube, nach dem diesjährigen Deutschlandbesuch werde ich erstmal für die nächsten Jahre eine Deutschlandpause einlegen, vermutlicherweise Zwangspause, wer weiß das schon. Deswegen freue ich mich umso mehr, dieses Jahr Deutschland noch mal zu besuchen. Aber jetzt wollte ich euch erstmal meinen kleinen Zusammenschnitt vom letzten Jahr zeigen. Viel Spaß dabei! So, wir haben es getan. Wir sind tatsächlich in Deutschland gelandet. Mit der Latam übergesetzt über den großen Teich. Viele alte Erinnerungen werden wach. Vor allen Dingen ans Grau in Grau. Was sind deine Emotions? Leichte Aufregung, gemischt mit Müdigkeit vom Flug. Aber ist nun wieder ein ganz anderes Bild. Ja, ich Bekannt und doch ein bisschen fremd. Ja, und Grau in Grau habe ich schon gerade eben gesagt. Ja, obwohl August, ja, und Hochsommer, also. Wenn man mal hier rausschauen möge. Ja,
Das haben wir nicht so vermisst, gell? Nee. So, wir sind schon mal unbehelligt eingereist. Wir hatten ja schon vielleicht die Vermutung, dass es Wiu macht am Automat. Bei mir. Oder bei mir. Auf geht's zur Gepäckausgabe. Und es stinkt hier. Aber es war alles super locker. Asunción sowieso der Flughafen, aber auch hier das Aussteigen, das Ankommen. Ja, super entspannt. Toll. Achtung! Wir sind abgeholt worden vom Tama. Die kommen, die werden ja alle Lieben Freund Tama. Wir haben unseren persönlichen Kofferschlepper. Ja, bitte nicht wundern über so viel Gepäck. Wir haben nicht vor, wieder nach Deutschland zurückzuwandern. Das ist dann leer und für den Rückflug gedacht. Es gibt ja immer mal so ein paar Sachen, die man gebrauchen kann in Paraguay. Das erste Mal seit 4,5 Jahren. Frankfurt Flughafen, ich bin ganz gerührt, weil das war ja auch meine Arbeitsstätte noch dazu. Deswegen ist es für mich besonders emotional. Oh, unser Schild! So, das Begrüßungskomitee ist da. Wie geil! Oh Gott, ich bin ganz gerührt. Ja, gerade habe ich ein paar Tränchen verdrückt. Rheinufer am Schloss unten in Wiesbaden. Straßen sauber, 30er-Zonen. Alles sauber. Nichts los, erstaunlicherweise. Ich musste gerade mal aussteigen und muss mich hier mal kurz aufs Bänkchen setzen. Ach, dieser wunderschöne Rosengarten in der Burg Eltville am Rhein. Hier heiratet heute Annams Töchterlein. Und das ist ja auch der Hauptgrund, warum wir nach Deutschland geflogen sind, nach all der Zeit. Ach, und es ist herrlich. Alte Gemäuer, schön angelegte Gärten. Hier unten kommt jetzt der Rhein. Dahinter formiert sich die Hochzeitsgesellschaft. Ja, und dann wird es ein langer Tag heute. Da sind sie schon alle. Wir sind umgezogen, sind jetzt in einer Parksuite. Das ist jetzt richtig geil. Wir hatten vorher jetzt nicht so ein tolles Zimmer, wobei das Hotel ja toll ist. Und jetzt haben wir eine Parksuite für einen Freundschaftsaufpreis bekommen und sind gerade umgezogen. Echt cool. Und hier geht es nach draußen. Also wir haben jetzt hier Parkblick auf den Volkspark zu Mainz mit Balkon. Und gut, jetzt fährt da unten ein Zug, egal. Ja. Toll, ne? Alles über 30 € das Kilo Käse. Aber eine große Auswahl. Bombe. Wir sind angekommen in unserer kleinen, herzigen Dachstube. Ganz süß unterm Dach. Und hier geht's raus. Haben einen ganz tollen Ausblick. Ist das nicht nice?
bin alleine losgedüst, weil Annam leider nicht so fit ist. Ist wirklich zu blöd. Wir sind gestern hier angekommen im Bayerischen Wald. Naja, gut, morgen sieht es bestimmt anders aus. Und ich genieße es so sehr. Ich habe schon Wildheidelbeeren gegessen und Himbeeren. Oh, und dieser süße Duft, dieser harzige Duft und dieser Waldboden, dieser weiche Waldboden. Ich muss mich damit jetzt wirklich vollsaugen. Immer wenn Leute mich gefragt haben, was ich am meisten vermisse, dann war es genau das hier. In diesem Fall ist es der Bayerische Wald, wandern gehen, Stille. Die Möglichkeit, wandern zu gehen überhaupt, frische Luft und Stille. Es ist so herrlich.